Los geht's mit dem Thema fortgeschrittene DH-Methoden heute. Einmal die DH-Methoden im Überblick, das hatte ich die letzten Tage auch schon öfter mal gezeigt. Einmal hier eine umfangreiche Grafik, durch die ich jetzt aber hindurchführen werde. Hier sehen wir vielfältige Methoden der textuellen und nicht textuellen Datenprozessierung. Links eher Daten und Datenquellen, rechts Methoden, Grundlagen und Fortgeschrittenes. Die hier dargestellten Methoden sollen alle gut erreichbar sein für Studentinnen und Wissenschaftlerinnen. Und mir geht es hier darum, die DH für jeden verfügbar zu machen und nicht wie zum Beispiel bei ChatGPT über irgendwelche Großprojekte zu reden. ChatGPT, das Sprachmodell, das zurzeit in aller Munde ist. Heute steigt die Lernkurve ein kleines bisschen an. Vielleicht habe ich am Dienstag den Effekt erzielt. Okay, das könnte ich mir mal diese Woche mal anschauen. Heute hoffe ich, den Effekt zu erzielen. Okay, das könnte ich mir diesen Monat oder dieses Jahr mal anschauen. Also die Skala und die Lernkurve steigt ein bisschen an. Wir befinden uns thematisch rechts oben bei Methoden und fortgeschrittenen Methoden. Also, welche gibt es davon? Eine kleine Auswahl möchte ich hier zeigen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ich da Plattformen schreibe, dann sind das für mich große Programme mit grafischer Oberfläche, wie zum Beispiel Excel, die einen großen Funktionsumfang bieten. Und da haben wir dann Transkribus, eScriptorium für Transkription, OpenRefine für Datenvorverarbeitung und Voyant Spiral. Das habe ich rot dargestellt, weil ich alle roten Punkte auf dieser Folie werde ich im Verlauf des Vortrags noch drauf eingehen. Ich bin ein großer Fan von Topic Modeling, von Python und Jupyter auch. NER, NLP sind Methoden, die die Entities betreffen, wie zum Beispiel Personennamen, Geonamen und so weiter. Die können automatisch erkannt werden. Und Word Embeddings ist eine sehr trickreiche Methode. Da kann man so eine Art Kalkül oder eine Arithmetik über Wörter mit generieren. Ein Beispiel möchte ich mal geben. Es funktioniert tatsächlich so etwas wie Madrid minus Spanien plus Frankreich. Und das ist dann gleich Paris. Also eigentlich ganz trickreich, diese Methode. Es gibt viele mehr, wie auf der Grafik eben auch angedeutet. Und im weiteren Kontext gibt es sowas wie Git, das Versionskontrollsystem. Dienstag hatte ich bereits OCRD, ein großes OCR-Projekt erwähnt, oder weitere Programmiersprachen wie R für Statistik und Visualisierung. An anderer Stelle, hier zum Beispiel bei Claria, da gibt es auch gepflegte Listen von Tools und Services. Wenn wir Zeit haben, gerne später mehr dazu. Voyant, Spiral ist auch eine Web-Plattform, wie ich das vorhin oder eben gesagt habe. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Dann öffnet sich hier so eine Möglichkeit, Text hinzuzufügen oder zu laden. Ich mache jetzt mal ganz stumpf eine Steuerung C von einem Drama Troilus and Cressida von Shakespeare, wie am Dienstag einmal auch andiskutiert. Und in dieser Plattform mit mehreren Funktionen gibt es die Möglichkeit, sich Tag-Clouds generieren zu lassen, Keyword in Kontext anzuzeigen oder viele Funktionen mehr. Jetzt stellt sich die Frage, welche DH-Methoden werden benötigt bei Ihren Forschungsfragestellungen? Und da möchte ich im Folgenden einmal zwei Beispiele angeben. Zum einen, wie erhält man einen Überblick über Inhalte einer langjährigen historischen Zeitschrift? Sie erinnern sich, ich rede immer mal wieder über den Grenzboten, diese Zeitschrift, die über 8 Jahrzehnte einen Erscheinungsverlauf hatte. Wie am Montag erwähnt, hat diese insgesamt 33.000 Kapitel, Abschnitte. Und wenn ich da mir einen Überblick verschaffen möchte, dann würde ich die Metadaten natürlich berücksichtigen. Jahrgang, Titel, Autor, NER könnte helfen, wichtige
Namen, Städtenamen, Personennamen zu identifizieren, automatisch. Diachrone Analysen habe ich am Montag gezeigt, also Analysen, die den Zeitverlauf berücksichtigen. Quantitative Analysen ist klar, ist ein großes Thema in der DH, auch genannt Distant Reading. Visualisierung am Ende oder Lemmatisierung als Vorarbeit für Topic Modeling, auf das ich gleich noch sehr intensiv drauf eingehen werde. Ein anderes Beispiel, der sprachliche Vergleich identischer Inhalt, in diesem Fall Lehrbücher Biologie auf Deutsch und Englisch. Da wurde Satzkomplexität, Lexik und Sprachniveau untersucht in einer Masterarbeit, in einer guten Masterarbeit. Zum Beispiel konnte man da Part-of-Speech-Tagging für Identifizierung eines nominalen Stils, Lemmatisierung, Erzeugung der Grundform von konjugierten und flektierten Wörtern. Bei der Differenzanalyse bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das bilingual funktioniert. Habe ich jetzt trotzdem mal hingeschrieben, 2 Corpora miteinander vergleichen. Und Clustering, Klassifikation als Vorschritt vielleicht für Visualisierung. Weitere Forschungsfragen, von denen ich Kenntnis habe, die mit DH-Methoden bearbeitet wurden oder wo ich sogar beteiligt war, sind die Text-zu-Jahrgang-Challenge. Das ist eigentlich ganz lustig, weil man hier sieht, dass die wissenschaftliche Kultur der Informatik irgendwie in die DH mit hinüber schwappt. Beispiel haben wir am Dienstag schon gesehen, die Transkribatons in Anlehnung an die Hackathons der Informatiker und Programmierer. Ganz ähnlich wie Text zu Jahr ist das Authorship Attribution. Da ist ein Text gegeben und der Autor ist unbekannt. Eigentlich so ähnlich wie oben der Text gegeben, das Jahrgang ist unbekannt. Hier könnte man sich überlegen, dass vielleicht sogar alle möglichen Metadaten identifiziert werden können, zum Beispiel der Erscheinungsort, wenn man da mit trickreichen Methoden herangeht. In der Germanistik ist mir mal untergekommen die Bildprosa, ein literarisches Phänomen des späten 19. Jahrhunderts. Das sind Abschnitte, in denen geschrieben wird, als würde man ein Bild zeichnen. Oder dieses hier habe ich mir nicht ausgedacht, aber tatsächlich wurde mal geforscht über Charakter und Fleiß von Südeuropäern in Texten des 19. Jahrhunderts. Das kam mal vor bei einer Germanistin an der Uni Würzburg. Und auch sie hat sich das nicht ausgedacht, sondern das ist halt ein Phänomen, was in diesen historischen Texten auftrat. Literarische Motivforschung finde ich ganz spannend. Ich bin der Meinung, dass die Bremer Stadtmusikanten eine historische Vorform hatten im alten Rom. Und da gibt es also die Möglichkeit, die Struktur einer Geschichte und die Motive einer Geschichte irgendwie zu analysieren. Ausgewählte DH-Methoden im Detail. Jetzt 4 Stück. Einmal die Aufwertung eines Korpus zum TEI-Textformat. Da haben wir mit dem Deutschen Textarchiv an der BBAW in Berlin kooperiert und auch wieder unseren Grenzboten rechts zu sehen, durch ein Zoning strukturiert. Da wurden Titelzeilen, Fließtext und Fußnotentext ausgezeichnet und es war so möglich, eine TEI-Version unseres Grenzbotenkorpus zu erstellen. Warum erwähne ich das? Ein schönes Anwendungsbeispiel ist, Rubrikenüberschriften zu berücksichtigen, wenn man nämlich quantitative Analysen macht. Und wir sehen hier rechts die Smaragdinsel nicht nur als Titel, sondern auch als Rubrikenüberschrift. Das würde sich auf jeder Seite wiederholen. Und das könnte natürlich durch Strukturinformationen eliminiert werden und die quantitative Analyse verbessern. Ein anderes schönes Beispiel ist die exakte Artikelseparierung. Das Topic Modeling, was wie gesagt gleich noch intensiver vorgestellt wird, ist ein mäßig stabiles iteratives Verfahren mit zufälligen Anfangsbedingungen. Das heißt, mehrere Analysedurchläufe ergeben verschiedene Ergebnisse, die dann wiederum allerdings sehr ähnlich zueinander sind. Und zurück zur Artikelseparierung. Um dieses Verfahren nicht noch weiter zu verwirren, wäre es gut, wenn Topic Modeling weiß, wo der Artikel exakt anfängt. Es ist nämlich so, dass wir im ersten Angang hatten wir eine Textdatei pro Seite.
Und dann war es auch wenig strukturiert und es war im ersten Angang nicht erkennbar, wo der eine Abschnitt endete und wo der nächste weitergeht. Also da hilft auch eine exakte Separierung. Potenzielle Fallstricke quasi der fortgeschrittenen Art würde ich hier einmal zeigen. Historische moderne Schreibung, wie Säugetiere, Entwicklung, Aktiengesellschaft sollte man berücksichtigen. Historische Schriftzeichen und Abkürzungszeichen, wie hier dieser sehr alte Umlaut und das lange S. Rubriken, Überschriften habe ich erzählt, aber auch Marginalien und Paginierung gehören selbst nicht zum Fließtext und da hilft natürlich die Seitenstrukturierung ganz gut. Und die Reading Order bei komplexen mehrspaltigen Layouts ist auch noch ganz interessant. Das würde ich einmal hier vergrößern und Sie erkennen den roten Strich. Hier ein sehr schönes Beispiel von Clemens Neudecker von der Stabi Berlin. Weiterhin OCR-Text aus Abbildungen wie Werbung können auch schon mal so ein bisschen stören, da solche Werbung wie hier rechts die Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, da ist das Schriftbild häufig sehr fantasievoll gestaltet und es gibt dann einen kaputten OCR-Volltext. Anwendungsbeispiele. Jetzt kommt das Topic Modeling. Da möchte ich einmal nochmal sagen, am Montag habe ich ganz kurz schon davon erzählt. Es identifiziert Wörter, die häufig gemeinsam in einem Textabschnitt vorkommen. Zur Veranschaulichung hier nochmal, wenn ich in die Runde gebe, die Wörter Hänsel, Gretel, Wald, dann ist die Frage, was kommt da als nächstes für Gedanken und für Wörter hoch. Und es ist klar, dass dann irgendwie Hexe, Ofen und Finger oder irgendwie sowas dann hochkommt. Topic Modeling ist ein Werkzeug zur inhaltlichen Textanalyse, ist ein quantitatives Verfahren und es eignet sich ausgezeichnet als Tool für Exploration und Entdeckung in größeren Textmengen. Das hier alles ist nur Information zum Notieren. Und wenn wir jetzt nochmal den Grenzboten anschauen mit seinen vielen Abschnitten und Kapitelüberschriften, davon hatten wir, wie ich Montag gesagt habe, 33.000. Das ist einerseits auch wahr, aber Professor Ioannidis, wie ich das gleich zeige, hat davon 25.000 analysiert. Also anders als am Montag gesagt, ist die Summe dieser Balken 25.000 und auf der X-Achse haben wir dann Topics aufgetragen, so wie sie vom Algorithmus ausgegeben wurden. Zum Beispiel hier ein militärisches Topic mit Armee, Truppen, Soldaten. Ungefähr 600 Kapitel sind so zugeordnet worden. Ein literarisches Thema, Religion und Bildung und nochmal wieder Kunst und Politik. Kleines bisschen vertieft. Hier nochmal das Topic Modeling. Genau, ist eine Anzahl von in diesem Beispiel 20 Wortlisten. Die Wortlisten sind selbst die Topics. Hier sehen wir mal ein Topic Militär. Diese 20 Wortlisten kann man dann intellektuell klassischen Themen zuordnen. Und bei Militär ist das wirklich eindeutig Armee, Truppen, Franzosenschlacht, Flotte, Infanterie und so weiter, Angriff, also militärischer geht es eigentlich gar nicht. Und die Gesetzgebung ist auch ganz gut getroffen, würde ich sagen, mit preußischen Gesetzgebung, Verwaltung, Gesetze und so weiter. Viele weitere Themen konnte Professor Ioannidis so identifizieren. Und zwei davon hat er einmal in seiner Veröffentlichung hier unten angegeben, auf der Zeitachse aufgetragen. Und das ist natürlich ein sehr schönes Mittel, den Verlauf eines Themas zu visualisieren. Ein anderer schöner oder wichtiger Parameter beim Topic Modeling ist die Anzahl der Topics. Diese Zahl wird nämlich, wie soll ich sagen, stumpf vorgegeben, eigentlich auch in Unkenntnis der Anzahl der Topics, die die Quelle tatsächlich enthält. Wenn man diese Anzahl einfach mal auf 100 Topics erhöht, dann gibt es einen interessanten Effekt, den nennt Ioannidis, oder er sagt, ein offensichtlicher Effekt ist das Zerlegen von großen Themenfeldern in kleinere. So findet man zum Topic Literatur nun
Verhältnis von Autor und Werk, Texte und Gattung, Lyrik und Drama und das Theater. Ein sehr schönes Ergebnis, wie ich finde. Dann haben wir hier die Python-Programmierung und Jupyter als nächstes Thema. Da möchte ich gerne sagen, dass es auch niederschwellige Ansätze gibt für Programmierung. Einmal das Konzept Programming for Non-Programmers, habe ich jetzt schon mal öfter mal gehört. Jupyter Notebooks, das sind webbasierte interaktive Dokumente, die Programmcode, Text- und Grafikausgaben enthalten können. Und mächtige Bibliotheken wie Natural Language Processing können es ermöglichen, mit wenigen Zeilenprogrammen erstaunlich gute Lösungen zu finden. Für mich habe ich hier mal die Skala der Digital Literacy oder Skala der Programmierung mal so beschrieben. Was wir wollen, ist, die Edge-Tools einfach einzusetzen. Bisschen trickiger wäre, wenn man hier auch parametrisiert, konfiguriert und modifiziert. Oder noch technischer, vielleicht selber kleine Dreizeiler zu schreiben, wie man das zum Beispiel in Dateien oder in Jupyter Notebooks hier rechts tun kann. Ich hoffe, man kann sehen, dass man da drei kleine sogenannte Code-Zellen hat. Also jede Zelle hat selbst wiederum nur wenig Zeilen Code und da passiert dann schon mal was. Die nächsten Schritte hier sind den Informatikexperten vorbehalten. Es geht aber auch in die andere Richtung, nämlich sich mit Informatikerinnen, Programmiererinnen gut austauschen und zusammenarbeiten zu können, ist ein Punkt auf dieser Skala. Oder aber einfach nur zu wissen, welche Möglichkeiten Digital Literacy oder auch Programmierung im Edge-Kontext bieten. Jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, ich möchte nicht über ChatGPT reden. Es war aber einfach nicht möglich, zumal hier in diesem Kontext, den ich hier gerade habe. Heute Morgen ist mir die Idee gekommen, das Beispiel vom Dienstag aufzugreifen und mir eine CSV-Datei von ChatGPT generieren zu lassen. Die Aufgabe war, schreibe ein Python-Programm, das eine CSV-Datei Zeile für Zeile einliest. Dabei sollte das erste Feld ausgeschnitten werden, welches in Anführungszeichen eingeschlossen ist. Markiere bitte die Zeile im Programm, an der die aktuelle Zeile der CSV-Datei weiter bearbeitet werden kann. Unglaublich, aber das erste Ergebnis war schon mal ganz gut. Und weil ich vergessen hatte, es zu kopieren, hatte ich es mir noch ein zweites Mal generiert. Das zweite Ergebnis war sogar besser. Hier wurden gleichzeitig die Gänsefüßchen, die Anführungszeichen, berücksichtigt und man braucht im Grunde genommen nur an zwei Stellen diese wenigen Zeilen Code modifizieren und man hat ein fertiges Python-Programm, das CSV einliest und was soll ich sagen, es hat auch funktioniert. Für Forschungsinfrastrukturen ist, glaube ich, jetzt keine Zeit mehr. Ich wollte natürlich so viel wie möglich unterbringen. Ich möchte aber noch sagen, dass das große Strukturen sind, die nachhaltig sind. Sie aggregieren Daten und Tools und verknüpfen diese interoperabel. Und sie unternehmen große Anstrengungen, Daten und Tools mit Videos, Tutorials und Veranstaltungen zu erklären und zu propagieren. Dann bin ich schon, in Anführungsstrichen, am Ende angekommen. Morgen dann der Vortrag von Dennis Möschke über das Ada Lovelace Center. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.